Vielen Dank für Ihr Interesse an der Task Area 4 Data Literacy des NFDI-Konsortiums for Memory. Mein Name ist Ursula Lehmkuhl und ich bin eine der 3 SprecherInnen der Task Area 4. Wir werden Sie heute zu dritt durch diese Präsentation führen. Task Area 4 ist einer von 6 Arbeitsbereichen, mit denen das Konsortium for Memory auf die spezifischen Herausforderungen und Bedarfe der historisch arbeitenden Disziplinen reagieren möchte. Wir wollen unsere Community bei der Arbeit mit digitalen Forschungsressourcen unterstützen, indem wir Serviceangebote, Qualitätsstandards und Leitlinien in den Bereichen Datenqualität, Datenkonnektivität, Datenservices und Datennutzung und Verarbeitung entwickeln und in unserer Profession damit eine Datenkultur etablieren. Diese Ziele, die ich gerade genannt habe, die sehen Sie hier auf der Grafik in den 6 Task Areas repräsentiert. Der Bereich Data Literacy wird von 3 SprecherInnen geleitet. Das bin zum einen ich, Ursula Lehmkuhl. Ich bin Historikerin und vertrete an der Universität Trier die Professur für internationale Geschichte. Zur Universität Trier gehört auch das Servicezentrum eScience, das mit Marina Le Maire viele datengestützte Projekte in Trier und darüber hinaus mit Angeboten im Bereich von digitalen Instrumenten und Methoden unterstützt und die WissenschaftlerInnen beim Forschungsdatenmanagement berät. Der dritte im Bunde ist Stefan Schmunk, Historiker und Informations- und Bibliothekswissenschaftler an der Hochschule Darmstadt. Er verkörpert mit seinem Profil die gerade im Bereich der Digital Humanities und Digital History notwendige Interdisziplinarität. Was machen wir im Arbeitsbereich Data Literacy? Wir fokussieren auf die Auswirkungen des digitalen Wandels auf den historischen Arbeitsprozess. Und hierbei steht die Frage nach der Weiterentwicklung der historischen Quellenkritik unter den Bedingungen der zunehmenden Nutzung digitaler Forschungsressourcen, darunter auch digital geborenes Quellenmaterial, im Zentrum unseres Interesses. Wie muss die historische Methode weiterentwickelt werden, um den neuen Herausforderungen gerecht zu werden? Und wie verändert sich eigentlich die Rolle und das Selbstverständnis des Historikers, der Historikerin, die ja nicht nur digitale Daten nutzt, sondern immer häufiger auch selbst zur Produzentin digitalen Quellenmaterials wird? Unser Ziel ist es, die historisch arbeitenden Disziplinen fit für die digitale Zukunft zu machen. Wir sind überzeugt, dass Data Literacy eine zentrale Voraussetzung für die zukünftige Entwicklung unserer professionellen Kultur ist. Nur wenn die HistorikerInnen digitales Quellenmaterial richtig lesen und verstehen können, werden sich digitale Methoden zu einem konstitutiven Bestandteil historischer Forschung entwickeln können. Und damit gebe ich weiter an Marina Le Maire. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Was verstehen wir unter Data Literacy? Data Literacy meint den kompetenten kritischen Umgang mit digitalen Daten. Dazu zählt unter anderem deren Erhebung, Verwaltung, Auswertung und Anwendung. Der kritische Umgang mit Daten in unserer heutigen digital und global vernetzten Welt ist nicht nur eine notwendige Kernkompetenz für alle Lebens- und Arbeitsbereiche, sondern auch für das methodische Selbstverständnis der historisch arbeitenden Geisteswissenschaften. Schließlich verändert der Gebrauch von digitalisierten oder digital erzeugten Daten und Werkzeugen nicht nur erheblich die gewohnten Arbeitsprozesse, sondern auch das methodische Vorgehen. HistorikerInnen müssen lernen, Forschungsergebnisse, die mit digitalen Methoden erstellt wurden und auf digitalem Quellenmaterial basieren, auszuwerten und wiederzuverwenden. Forschende müssen ihre digitalen Kompetenzen erweitern, um Wechselwirkungen zwischen Forschungsmethode, verwendeten Daten und Tools kritisch reflektieren zu können und entsprechende Handlungsoptionen zu entwickeln, um weiterhin Forschungsergebnisse auf hohem Niveau zu erzeugen. Um die Datenkompetenz in der historisch orientierten Forschung und Lehre zu verbessern, werden wir mit der Community über die Herausforderungen und Implikationen der digitalen Wende auf die Geschichtswissenschaften diskutieren, um die historische Methode an die Verwendung von digitalen Daten und Tools anzupassen. Da sich das Repertoire um digitale Methoden erweitern wird, wollen wir Lehrkonzepte für die Forschenden und für den wissenschaftlichen Nachwuchs entwickeln, die dieser Dynamik Rechnung tragen. Zusammen mit unserer Community wollen wir eruieren, welche Kompetenzen für die Meisterung des Digital Turns benötigt werden. Besondere Aufmerksamkeit wird kulturellen, zeitlichen und sprachlichen Aspekten gewidmet.
genauso wie Fragen des Datenbesitzes, der Datenhoheit und der Datenethik. Ich gebe nun weiter an meinen Kollegen Stefan Schmunk. Auch von mir ein herzliches Willkommen zur Vorstellung der Task Area Data Literacy. Mein Name ist Stefan Schmunk. Neben uns 3 Sprecherinnen werden die Aktivitäten der Task Area von einer Vielzahl an Einrichtungen und Institutionen getragen. Neben Vertreterinnen von Universitäten und Hochschulen werden sich Bibliotheken, Archive, Museen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Datenzentren, Zentren für Lehrerinnenbildung und Sonderforschungsbereiche an der Etablierung von Data Literacy Methoden und Kompetenzen in Lehre und Forschung beteiligen. Hervorzuheben ist, dass nahezu aus allen Bundesländern Einrichtungen vertreten sind und auch deutsche Forschungsinstitute im Ausland und wir sozusagen von Nord bis Süd, von Ost bis West eine sehr gute Abdeckung erzielt haben. Die geplanten Aktivitäten wurden von und durch diese Community of Practice konzipiert und wir freuen uns darauf, dies gemeinsam umzusetzen. Die zu Beginn genannten Ziele der Task Area haben wir in 4 Maßnahmen unterteilt, auf der Grafik mit M1 bis M4 markiert. Maßnahme 1 hat sich zum Ziel gesetzt, ein Expertennetzwerk für die Konzeption eines Data Literacy Kompetenzprofils zu etablieren. Maßnahme 2 beschäftigt sich mit der digitalen historischen Propedeutik und der Entwicklung von Trainingsmaterialien und Ausbildungsprogrammen. Maßnahme 3 fokussiert sich auf die Erstellung von Guidelines für Forschungsdatenmanagement und Daten- bzw. digitalen Quellenkritik. Und Maßnahme 4 verfolgt das Ziel, in Forschung und Lehre verwendete Methoden und Werkzeuge zu kartografieren und der Community darüber kenntlich und zur Verfügung zu stellen. Für die erste Laufzeit von 2021 bis 2026 haben wir uns in der Task Area eine Reihe von Zielen und Aufgaben gesetzt. So möchten wir unter anderem analysieren, welche Anforderungen die historisch arbeitenden Disziplinen an digitale Methoden und Verfahren haben. Daraus resultierend wird ein Data Literacy Kompetenzprofil und zugleich didaktische Empfehlungen entwickelt, mit deren Hilfe Themen einer digitalen historischen Propedeutik vermittelt werden können. Um dies realisieren zu können, muss aber zugleich auch hierzu aktiv Forschung betrieben werden, um beispielsweise analysieren zu können, welche konkreten methodischen Anforderungen an digitale Daten bestehen. Für Doktorandinnen und Postdocs ist die Konzeption und Durchführung von Data Literacy Labs geplant und explizit werden auch Lehrerinnen mittels entsprechender Formate adressiert. Die im Rahmen der Task Area erhobenen Ergebnisse werden natürlich publiziert und zugleich werden wir einen verteilten Data Literacy Beratungsservice aufbauen, an den sich alle Interessierten zu Fragen nach digitalen Methoden, Werkzeugen und digitalen Forschungsverfahren wenden können. Wir stellen Ihnen nun im Folgenden die 4 Maßnahmen kurz vor, damit Sie einen Eindruck über die geplanten Aktivitäten erhalten. Unsere erste Maßnahme, Measure 1, verfolgt das Ziel, ein community-basiertes Kompetenznetzwerk zu Fragen der Data Literacy für die historisch arbeitenden Disziplinen in Forschung und Lehre aufzubauen und dies vor allem als dauerhaft etablierter Service von For-Memory. Measure 1 wird federführend von der Universität Trier und der Hochschule Darmstadt koordiniert. Der Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands und weitere Fachverbände beteiligen sich als Sprachrohr der Communities und als Multiplikatoren. Das Leibniz-Institut für Europäische Geschichte als For-Memory-Koordinator übernimmt die Aufgabe der Institutionalisierung des Kompetenznetzwerks. Eine Reihe zuvor bereits genannter Einrichtungen beteiligt sich aktiv an den inhaltlichen Arbeiten und Aktivitäten. Für die Entwicklung eines Kompetenzprofils werden nicht nur existierende Modelle auch anderer Fachdisziplinen herangezogen und evaluiert, sondern auch interdisziplinäre Arbeitsgruppen aus Expertinnen initiiert, um Bedürfnisse und Anforderungen einer geschichtswissenschaftlich orientierten digitalen Datenkritik erheben zu können. Diese Ergebnisse fußen wiederum in der Bereitstellung von Trainingsmaterialien sowie zu entsprechenden Beratungsangeboten.
Wir haben uns darüber hinaus als Ziel gesetzt, dass wir über die im Rahmen der Task Area Data Literacy gewonnenen Ergebnisse auch mit anderen Konsortien der NFDI und vor allem mit Fachcommunities in Austausch treten möchten. Dadurch möchten wir sicherstellen, dass methodische und didaktische Fragestellungen zur Analyse und Nachnutzung von digitalen Daten eben auch in einer transdisziplinären sowie internationalen Perspektive thematisiert und diskutiert werden können. Und damit gebe ich weiter an Ursula Lehmkuhl. In unserer zweiten Maßnahme steht die Beschäftigung mit der digitalen historischen Propedeutik und die Frage der digitalen Datenauswahl im Zentrum. In enger Zusammenarbeit mit Fachdidaktikern, Zentren für LehrerInnenausbildung, Schulen sowie der Graduiertenausbildung und der Erwachsenenbildung wollen wir Trainingsmaterial und Ausbildungsprogramme entwickeln. Der Arbeitsbereich wird federführend von der CEDIS, Freie Universität Berlin, und dem Zentrum für LehrerInnenbildung der Universität Köln verantwortet. Wir wollen in den ersten 5 Jahren Arbeitspapiere zu didaktischen Methoden und Materialien publizieren, ein Governance-Modell für einen Beratungsservice zum Aufbau von Data Literacy Ausbildungsprogrammen etablieren und schließlich eine Buchpublikation vorlegen, die zielgruppenspezifische didaktische Methoden und Kursangebote zusammenfasst. Die Arbeit in der Measure 2 profitiert dabei auch von den Aufgaben, die wir im dritten Arbeitsbereich umsetzen wollen. Unsere dritte Maßnahme zielt auf die Entwicklung von zeit- und weltregional spezifischen Leitfäden für ein nachhaltiges Forschungsdatenmanagement und eine spezifische historische Forschungsdatenkritik. Die Measure 3 wird federführend vom Deutschen Historischen Institut Washington, der Universität Leipzig und der Universität Trier verantwortet. Wir wollen über die Etablierung von Data Literacy Labs unsere Nachwuchswissenschaftler in die Entwicklung eines Data Literacy Kompetenzprofils für historisch arbeitende Disziplinen einbeziehen. So wollen wir sicherstellen, dass wir uns an der vordersten Front der Forschung bewegen und unsere Empfehlungen aus den Bedarfen laufender Forschungsprozesse heraus entwickeln. Die aktiv an der Maßnahme 3 beteiligten Participants decken zudem die zeitliche und geografische Breite der historischen Forschung ab. Unsere zunächst als Working Papers entwickelten Vorschläge sollen im Sinne der Methode der konstruktiven Kontroverse auf einer internationalen Konferenz mit Experten diskutiert werden. Die Ergebnisse des kritischen Dialogs fließen dann in die Buchpublikation ein, die auch bei der Measure 3 das zentrale Deliverable darstellt. Und damit gebe ich weiter an Marina Le Maire, die die 4. Maßnahme vorstellen wird. Die Maßnahme 4 in unserer Task Area wird sich dem Aufbau eines regional verteilten Beratungsservices für digitale Methoden, Werkzeuge, Instrumente, Forschungstechniken und Formen des kollaborativen Forschungsdatenmanagements widmen. Es wird ein Netzwerk bestehend aus fach- und forschungsnahen FDM-ExpertInnen sowie Fachleuten aus Bibliotheken, Archiven und Infrastruktureinrichtungen etabliert, das es WissenschaftlerInnen erleichtern wird, ExpertInnen zu finden, wie sie bei der Planung und Durchführung ihrer Forschungsprojekte an und mit digitalen Daten und Werkzeugen unterstützen. Aus dieser Community heraus werden wir zu allen oben genannten Aspekten das Wissen zusammentragen und aufbereiten. Ebenso werden Trainingsmaterialien entwickelt und für die Lehre bereitgestellt. Dieser Wissens- und Materialschatz wird über einen Virtual Hub der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Des Weiteren sollen sich einige dieser Knotenpunkte des Beratungsnetzwerks als Trainingszentren etablieren. Dieses Netzwerk bildet gleichzeitig die Basis der Kooperation aller notwendigen AkteurInnen und deren Zusammenwirken in einem konkreten Forschungsvorhaben. Dass dies notwendig und sinnvoll ist, sieht man sehr schön an der Problem Story 15, die zwar in der Überschrift nur nach der strukturierten Erfassung von biografischen Daten fragt, was vielleicht erst einmal eine Frage an einen Data Steward ist. Doch die weiteren Fragen nach der GND, der Langzeitarchivierung und passenden Tools für die Visualisierung von Netzwerken und Karten erfordert die Hinzuziehung weiterer Expertinnen aus den Bereichen Bibliothek, Langzeitarchivierung, Datenvisualisierung und geografische Informationssysteme. Damit ein Projekt schneller und einfacher diese Fragen beantworten kann und Unterstützung findet bei der Entwicklung der Lösungsstrategien, werden Sie also einerseits Informationen im Virtual Hub finden und andererseits sich direkt an den Beratungsservice wenden können.
Koordiniert wird die Maßnahme 4 vom Servicezentrum eScience der Universität Trier und der Hochschule Darmstadt. Dabei werden sie vom Historischen Datenzentrum der Universität Halle-Wittenberg, dem Institut für Europäische Geschichte in Mainz und dem Data Center for the Humanities der Universität zu Köln unterstützt. Damit übergebe ich nochmal an meine Kollegin Ursula Lehmkuhl. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit unserer Community. Gern nehmen wir Fragen und Anregungen auf. Unsere Kontaktadressen finden Sie auf der 3. Folie dieser Präsentation oder auch auf der For Memory Website. Auch hier würden wir uns sehr über einen virtuellen Besuch freuen. Wir haben weitere Informationsmaterialien und Hintergrundinformationen zu dem, was wir tun, auf unserer Website bereitgestellt. Falls Sie Interesse an der Verfolgung aktueller Aktivitäten haben, finden Sie uns auch auf Twitter. Die Adresse sehen Sie hier auf der letzten Folie. Noch einmal herzlichen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis bald. Auf Wiedersehen.